Hi, my name is Rainer, and first of all, I would like to apologize for not being able to make this video in English. I have to make it in German, but I try to make English subtitles. Als nächstes möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich das Video auch nicht auf Hochdeutsch machen kann, aber ich werde versuchen, deutsche Untertitel zu erstellen. Der Grund für dieses Video. Es gibt einen YouTuber, einen YouTube-Kanal, der nennt sich Dem Dschungelkönig sein Kanal. Oder das war der ehemalige Name. Mittlerweile heißt er Kartoffelpuffer der Apokalypse. Vielleicht, wenn das oder mein Video gerade erscheint, heißt der Kanal wieder irgendwie anders. Egal. Es ist ein super YouTube-Kanal. Es ist einer von meinen absoluten Lieblingskanäle. Das sage ich jetzt absolut unironisch. Er redet da viel über Musik. Ein großer Teil davon ist Elvis. Ein anderer Teil ist Sinatra, Louis Armstrong, also überhaupt Musik. Wie gesagt, es ist sehr unterhaltsam, extrem kompetent. Und ich freue mich jedes Mal auf ein neues Video. Er redet bei einem bestimmten Video über die Elvis Golden Records Serie. Also das ist das ist der erste Teil. Zweiter Teil, die anderen Teile haben ja irgendwo in meiner Sammlung. Und er redet halt, warum ihm das gut gefällt, warum ihm das nicht so gut gefällt. Extrem lobt er das Album. Da geht es ihm gleich wie mir. Mir gefällt das auch extrem gut. Und dann redet er im Zuge von dem über Bill Black, über Elvis Bassisten. Und ich würde euch gerne vorspielen, was er dazu sagt. Es ist eine wunderbar schlüssige Platte. Es klingt komplett kohärent, ja. Das ist etwas, das dieses Album im Grunde ganz, ganz vielen der späteren regulären Alben von Elvis voraus hat, ja. Es ist schlüssiger und wirkt zusammengehöriger als die meisten seiner regulären Platten, so traurig das ist. Ich finde, dass Don't zum Beispiel seine schönste 50er-Jahre-Ballade ist, seine charmanteste 50er-Ballade ist, seine schlüssigste. Und so Sachen wie I Got Stung und so weiter, One Night, gehören für mich zu seinen besten Sachen. Man muss auch sagen, hier ist dann auch zum Beispiel Bill Black nicht mehr am Bass. Bill Black natürlich für die Elvis-Historie war durchaus bedeutend. Ja, er war, das kann man bei Guralnick in Elvis-Biografen nachlesen, so ein bisschen so ein Türöffner für Elvis, der mit seinem, sagen wir mal, etwas robusteren Charme auch ein eher konservatives, ländliches Publikum auf die Seite so der Elvis Presley Show ziehen konnte. Aber er war ein Scheißbassist. Ja? Also wirklich grottig. Also er macht unheimlich viele Fehler. Und deswegen, man merkt auch hier, wird der Bass dann auch präsenter in den Aufnahmen. Also die Toningenieure wussten schon, warum sie Bill Black relativ, selbst für die Verhältnisse der damaligen Zeit, relativ tief im Mix verbuddelt haben. Wenn man das manchmal so auf modernen Anlagen hört und das gut rauskommt, was der Mann sich da zusammengespielt hat, dann ist dann ist klar, warum. Ja, also es soll jetzt nicht pinschiderig klingen, ja, das waren jetzt alles keine ausgebildeten Top-Cracks, mit denen Elvis am Anfang angefangen hat. Er selber ja auch nicht, ja, also muss man auch ganz klar sagen. Man hört ja auch selbst in seinen besten Phasen, dass er, ohne das jetzt despektierlich zu meinen oder so, dass er keine Gesangsausbildung hatte. Ne? Der macht ja auch Fehler, die kein professioneller Sänger macht. Ne? Also atmet mitten in Worte rein oder so oder in Sätze oder singt Töne falsch an und so. Das ist einfach, ist aber total egal. Das soll jetzt keine Kritik sein. Ich sag mal nur mal, das ist halt das typische Pop-Ding, dass es halt Popmusik von Autodidakten oft gemacht wird. Ne? Ist aber nicht tragisch, ja. Ich wollte es nochmal erwähnen, hier spielt, glaube ich, schon Bob Moore mit. Ich kann mich jetzt täuschen am Bass und das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Ja, das ist 3 bis 8 Klassen drüber. Aber es hat eben auch nicht mehr ganz diese Rawness. Ne? Super gute Platte. Höre ich wahnsinnig gerne, gehört zu meinen am meisten gehörten Alben von Elvis Presley. Ja, also das erste Mal, wo ich das Video gehört habe, oder angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ich habe mich verhört. Ich habe wieder zurückgespult und dachte, das hat er sicher nicht so gesagt. Ich habe mich verhört.
Und dann habe ich gemerkt, nein, er meint es wirklich so. Und er hat es wirklich so gesagt. Und dann mein erster Impuls war einfach zu sagen, das stimmt nicht, was redet der da? Und dann habe ich es ein bisschen sacken lassen und habe gedacht, ja, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht bin ich da einfach auf Arm Anwaschel oder auf Body Anwaschel ein bisschen taub bei Sachen, die Bill Black betreffen, weil ich einfach ein Bill Black Fan bin. Und dann haben wir gedacht, so, das geht jetzt analytisch, wissenschaftlich an. Also ich rede jetzt nicht von seiner Wortwahl, wenn er sagt, er ist ein scheiß Bassist, er spielt wirklich grottig. Das sagt er halt so. Also, aber die Botschaft ist, der Bill Black ist eigentlich ein schlechter Bassist. Und wie gesagt, jetzt wollte ich das ein bisschen analytisch, wissenschaftlich angehen und haben viel gekocht, Bill Black verglichen mit anderen, die Aufnahmen verglichen. Und das möchte ich jetzt Punkt für Punkt so durchgehen. Okay, er sagt also, dass die Toningenieure Bill Black absichtlich so in den Hintergrund gemixt haben, weil sein Spiel so schlecht sei. Jetzt habe ich mir eben viel angekocht und ich möchte jetzt 4 Hörbeispiele bringen von anderen Bassisten im Vergleich zu Bill Black. Willie Dixon bei Chuck Berry, Frank Fields bei Fats Domino und Billy Diamond bei Little Richard. Und die 3 sind wirklich Kapazunder. Die haben im Jazz angefangen, haben dann viel R&B gespielt und später dann Rock'n'Roll gespielt, Blues gespielt natürlich, Willie Dixon. Also das waren wirkliche Kapazunder, die gehören zu den besten, anerkanntesten Bassisten überhaupt aus der Zeit in dem Bereich. Und ein Beispiel von Bill Black mit Elvis. Und hört's das mal an, bitte. Und hört's bitte mit Kopfhörer an, weil so bei den Handy-Lautsprecher oder bei Computer-Lautsprecher, da hört man überhaupt keinen Bass. Das ist bei Kontrabass halt ganz schwierig. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, this is a jumping little record, I want my jockey to play. In the morning, all my tidings have gone away. Got my morning in my heart. Hey, oh, Rudy, 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 oh, Rudy. Oh, bam, 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 I got a gal named Sue. You know, bam, boom, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Also wenn man jetzt die 4 Beispiele anhört, dann hört man, der Bass bei der Elvis-Version von Tutti Frutti ist eindeutig am lautesten. Da hat Bill Black gespielt. Mir ist schon klar, das ist jetzt nicht repräsentativ für alle Aufnahmen aus der Zeit, aber das war so. Manchmal war der Bass einfach lauter, manchmal war er leiser. Man kann jetzt nicht sagen, der Willie Dixon ist ein schlechterer Bassist wie der Bill Black, weil bei Johnny B. Good der Bass so leise ist. Oder Frank Fields ist ein viel schlechterer Bassist wie der Willie Dixon, weil bei der Aufnahme von Fats Domino hört man fast überhaupt keinen Bass. Es kommt immer darauf an, was verlangt das Lied. Wie funktioniert der Song am besten? Wenn der Song gut funktioniert mit viel Bass, dann macht man den Bass halt lauter. Und funktioniert er ohne Bass besser, dann macht man den Bass leiser. Das hat nichts mit der Qualität der Spielerin oder des Spielers zu tun. Nette Geschichte ist die Aufnahme von Bo Diddley. Da war der Willie Dixon im Studio und man hat sich dann entschieden, wir nehmen den Song ohne Bass auf, weil er ohne Bass einfach am besten klingt. Es geht darum, was verlangt das Lied? Verlangt der Song Bass, viel Bass oder wenig Bass? Und so hat man halt entschieden. Das ist der erste Punkt. Also, was braucht das Lied, dass es funktioniert? Der nächste Punkt ist sind sicher die Gegebenheiten im Studio. Man muss sich vorstellen, man hat den Bass allermeistens mit so einem Bändchen-Mikrofon, mit so einem Ribbon-Mic aufgenommen. Das hat man vor dem Bass positioniert und das hat den Bass aufgenommen, aber gleichzeitig auch alles aus der Umgebung, weil es hat vorne und hinten einen Eingang gehabt, einen Schalleingang. Und
jetzt hat man vielleicht gemerkt, der Bass ist ein bisschen zu laut und dann hat man das weiter weggestellt vom Bass und dann war es aber näher beim Schlagzeug und da war das Schlagzeug auf einmal viel lauter. Und dann hat man gesagt, ja, das macht es jetzt auch nicht besser. Und dann hat man halt einmal umprobiert. Wo stelle ich das Mikrofon hin, dass es am besten klingt? Und dann hat man noch Piano gehabt, dann hat man noch Gitarren gehabt. Und das ist alles in das Mikro eingegangen. Und da hat man müssen probieren. Man hat das damals so machen müssen. Man hat eine einzige Spur gehabt. Nicht so wie heute, dass der Bassist dann irgendwann einmal auf das Lied drauf spielt. Die waren alle gleichzeitig im Studio und das war gar nicht einfach. Also für die Toningenieure war die Mikrofonierung von einem Kontrabass extrem schwierig manchmal und ist es noch, wenn man einen Kontrabass über ein Mikrofon aufnimmt und alle spielen gleichzeitig. Und dann hat es halt damals bessere Mikrofone gegeben und schlechtere Mikrofone, größere Studios, kleine Studios. Es hat alles eine Rolle gespielt. Es hat eine Rolle gespielt, wie viele Personen im Studio waren. Es hat die Raumtemperatur eine Rolle gespielt. Es hat die Luftfeuchtigkeit eine Rolle gespielt. Aber definitiv, also in der Kategorie, auf dem Level, war es sicher nicht so, dass man gesagt hat, wir machen den Bill Black ein bisschen leiser, weil der spielt so schlecht. Das stimmt hundertprozentig nicht. Also wichtig war, wie funktioniert das Lied am besten, mit viel Bass oder mit weniger Bass und wie sind die Gegebenheiten im Studio. Das hat eine große Rolle gespielt, aber meiner Meinung nach definitiv nicht die Qualität des Spielers oder der Spielerin. Ja, da war jetzt natürlich interessant zu wissen, welche Lieder im Speziellen meint er damit, wenn er sagt, er macht so viele Fehler. Und zweitens, definiere Fehler. Jetzt habe ich in meiner langen Karriere als Bassist schon viele Lieder transkribiert, also ausgeschrieben, Note für Note. Und da waren viele Aufnahmen dabei, wo der Bill Black spielt. Das sind ja die Elvis-Aufnahmen im Wesentlichen. Und ich habe nicht gefunden, was da falsch sein soll. Weder für die Töne her, noch rhythmisch. Natürlich findet man ein paar unsaubere Töne, aber das ist halt der Style und das wollte man so. Man hat Klaviere absichtlich verstimmt, dass es eben ein bisschen dreckiger, ein bisschen schwänziger klingt, aber das ist nicht falsch. Und natürlich, es ist so, Rock'n'Roll, die Blues- und Country-basierten Lieder, die haben halt immer, sind harmonisch sehr ähnlich. Man hat erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, vielleicht Ersatzdominante noch auf der zweiten Stufe, vielleicht auf dritter und sechster Stufe ein Moll. Aber harmonisch spielt sich da nicht viel ab. Und dass einmal bei einem Wechsel kein Grundton gespielt wird oder überhaupt einmal eine Basslinie nicht mit dem Grundton anfängt, das ist der Style. Das machen alle. Das kommt aus dem Jazz. Man kann auch mal eine Basslinie mit der Terz anfangen, man kann auch mit der Quinte anfangen. Oder man kann auch mal einen Wechsel gar nicht mitspielen. Bei I Can't Be Satisfied von Muddy Waters, da spielt der Bassist den Wechsel gar nicht mit. Der wechselt nicht. Bei All Blues von Miles Davis bleibt der Bassist auf der ersten Stufe. Der wechselt gar nicht auf die vierte Stufe. Das ist nicht falsch. Das ist der Style. Und das macht es auch ein bisschen spannender, das Ganze. Man darf sich nicht fragen, macht das musikalisch Sinn, dass man das so spielt? Es geht darum, ob es gut klingt. Und man muss sagen, when it sounds good, it is good. Das ist so. Wenn es gut klingt, dann ist es okay. Und es hat auch müssen für die damalige Zeit gut klingen. Und wenn man jetzt 70 Jahre später den Bass boostert und dann sagt, und Jazzpolizei spielt und dann sagt, der Ton ist aber ein bisschen schräg. Man hat die Aufnahmen ja gemacht, dass sie damals auf die Jukeboxen und auf die kleinen Plattenspieler gut klingt. Nicht, dass sie 70 Jahre später auf einer Top-Anlage gut klingen. Das kann ja auch nicht wirklich ein Kriterium sein. Und was den Groove betrifft, da braucht man bei Bill Black überhaupt nicht reden. Der ist ein Meister des Grooves. Was der gerade am Anfang, wo
wo sie ohne Schlagzeug gespielt haben. Was der da gespielt hat am Bass, das ist komplett irre, wie der geslappt hat. Zum Beispiel bei Mystery Train, der spielt ja bei jedem Takt eine Variation. Und du hast so das Gefühl, er spielt immer das Gleiche. Und dann hocht man sich das genau an und denkt man sich, das ist ein Wahnsinn, wie viele Variationen der spielt und wie das groovt. Und bei der extremen Geschwindigkeit. Das ist der komplette Wahnsinn. Ich rede jetzt nicht von der klingenden Note. Ich glaube, da spielt er überhaupt nur den Grundton. Aber was der slappt, das ist komplett irre. Das kann man nicht reproduzieren. Noch was zu den klingenden Töne, also die Noten, die man hört, dass die nicht immer genau passen. Das hängt auch ein bisschen mit der Aufnahmesituation zusammen. Man muss sich vorstellen, da haben alle gleichzeitig gespielt und da war ein Schlagzeug auch dabei. Und wenn einmal ein Schlagzeug mitspielt, dann hörst du im Raum vom Bass nimmer viel. Jetzt haben die so ungefähr schon noch gewusst, wo sie umgehen, aber sie haben sich eigentlich nicht gehört. Die haben so rein nach Gefühl gespielt und da kann schon mal sein, dass ein bisschen unsauberer Ton dabei war, was ja aber auch nicht stört, sondern eben, das ist der Style. Und man muss noch dazu sagen, die Rock'n'Roll-Bassisten, Blues-Bassisten, die haben ein bisschen andere Fingerhaltung wie die Jazz- oder die Klassik-Kontrabassisten. Und die können auch ein bisschen variieren, indem sie die Hand drahnen beim Spielen. Das kannst du mit der Besenstielhaltung beim Kontrabass funktioniert das nicht. Da ist man ziemlich fixiert. Da kann man dann nimmer, wenn man merkt, man ist nicht ganz sauber, dass man dann noch den Ton angleicht. Das funktioniert mit eben der Technik, die man bei Rockabilly oder Rock'n'Roll oder so hat oder gehabt hat damals, funktioniert das nicht. Und man kann es auch nicht ganz vergleichen mit dem Nashville-Sound dann später, Anfang, Mitte 60er Jahre, weil da haben sie im Studio dann auch schon Kopfhörer aufgehabt, auch die Bassisten, und dann hat man sich einfach besser gehört. Und es hat sich auch der Stil geändert. Es war halt dann Popmusik und in die 50er Jahre war es halt noch so mehr Rock'n'Roll. Und der Bass-Sound hat sich sowieso geändert. Es hat eben, wenn man angefangen hat, in Stereo aufzunehmen, hat sich das ja sowieso geändert wieder. Das ist jetzt eigentlich mein Lieblingsargument. Also er behauptet, dass bei Golden Records 2 der Bass viel präsenter wird, weil ja Bob Moore Bass spielt. Und jetzt habe ich wieder ein paar Hörbeispiele von Aufnahmen, wo Bill Black Bass spielt und wo Bob Moore Bass spielt. Down in Dallas, near the palace, I met a boy who was Here comes Santa Claus. Will you thrill me to my fingertips? The way I'm, the way I'm, the way I'm. I got a woman mean as she can be. Come down when I shake, baby, shake, till the roof falls on the floor. Also man hört auch da die Aufnahmen, wo Bob Moore spielt, da ist der Bass keineswegs, also auf keinen Fall lauter als bei Bill Black. Und wenn man jetzt Gold Records 1 und 2 vergleicht, da ist ähnlich. Der Bass bei Gold Records 2 ist nicht automatisch lauter. Und er behauptet eben, dass der Bob Moore bei Gold Records 2 mitspielt. Und da muss ich sagen, das stimmt leider auch nicht, sondern es stimmt nur zum Teil, weil bei den Großteil der Aufnahmen auf dem Album spielt Bill Black. Also Bob Moore spielt bei 4 Aufnahmen mit und bei den restlichen spielt Bill Black Bass. Er lobt ja so Aufnahmen wie Don't und One Night und da spielt halt der Bill Black und nicht der Bob Moore. Und eigentlich bringt er ja da selber
ein Beweis, dass er in Bill Black eigentlich gut findet, weil er meint, dass der Bob Moore da spielt und denkt sich vielleicht, Self-Fulfilling Prophecy, das muss gut sein, weil der Bob Moore da spielt und dabei spielt der Bill Black. Also er bringt den Beweis selber, dass Bill Black ein guter Bassist ist. Und er sagt ja, das muss man fairerweise sagen, er will nicht kleinlich klingen, wenn er sowas sagt, auch dass Elvis am Anfang nicht mit den Top Cracks angefangen hat. Das stimmt schon, das waren keine ausgebildeten Studiomusiker, aber die haben halt den Style und die Art der Musik definiert, eben mit ihrem Spiel. Die haben das halt erfunden. Also die haben jetzt nicht den Rock'n'Roll erfunden, aber halt die Spielweise. So das Slappen von Bill Black, das war schon sehr einzigartig. Das Gitarrenspiel von Scotty Moore war sehr einzigartig. Das Schlagzeugspiel von DJ Fontana, das hat eben den Style ausgemacht. Und es gibt, glaube ich, ein Zitat von Elvis, er hatte mit verschiedenen Drummer gespielt, live am Anfang. Und dann hat er immer gesagt, wenn ich mit einem Drummer spiele, dann klingt es nach Bill Haley. Wenn er seit dem Zeitpunkt, wo er mit dem DJ Fontana gespielt hat, hat es überhaupt nicht mehr nach Bill Haley geklungen, sondern es war ganz eine andere, eigenständige Musik. Bill Haley, das war halt Tanzmusik und Elvis Musik war jetzt nicht die typische Tanzmusik. Die haben sich ja dann irgendwann einmal ein bisschen zerstritten. Es ist ums Geld gegangen und eben vor allem Bill Black, Scotty Moore und Elvis, die haben sich zerstritten, weil sie ihrer Meinung nach zu wenig bezahlt gekriegt haben, was auch gestimmt hat. Und dann war es so, dass bei einigen Konzerten hat Elvis dann auf der Bühne mit Studiomusikern gespielt. Und das hat er gemerkt, das ist nicht das Gleiche. Und das schreibt der Peter Guralnick in der Biografie, in der Elvis-Biografie, schreibt er ja, dass Elvis gesagt hat, das Intro bei Don't Be Cruel ist einfach nicht das Gleiche. Das ist einfach cooler, wenn es das Scotty Moore spielt. Und nicht, wer hat er gespielt? Grady Martin, glaube ich. Also Grady Martin ist ein super Gitarrist, aber eben, er war nicht der Scotty Moore. Er hat einen anderen Sound gehabt. Und für den Elvis war halt wichtig, dass der Sound so ist, wie er halt war. Vielleicht war der Bob Moore ja der versiertere Bassist wie der Bill Black, aber auf die Platten, die wir zur Verfügung haben, wo man sie vergleichen kann, sieht man das nicht. Also man kennt da keinen Unterschied. Vielleicht hat der Bill Black auf keinem Jazz-Album mitspielen können wie der Bob Moore, aber das wissen wir nicht. Er ist leider ganz früh, ganz jung gestorben. Aber bei den Aufnahmen, die man zur Verfügung hat, da kann man nicht sagen, dass der Bill Black der schlechtere Bassist ist wie der Bob Moore oder wie andere Rock'n'Roll-Bassisten. Und ganz einen direkten Vergleich hat man ja kaum. Es gibt allerdings schon eine Aufnahme, und zwar von einem Live-Konzert von Elvis auf Hawaii 1961. Da spielt der Bob Moore mit. Nicht der Bill Black, der hat da bereits immer mit dem Elvis gespielt. Und wenn man sich jetzt Heartbreak Hotel zum Beispiel anhört, und da spielen sie zwar verschiedene Linien. Also der Bob Moore spielt nicht die gleiche Linie wie der Bill Black, damals 1956. Und man muss wirklich sagen, die Linie von Bill Black ist viel, viel cooler. Der Bob Moore spielt das so, als wie wenn ein Bassist eine Boogie-Linie lernt und die spielt er halt. Aber der Bill Black spielt da viel eine coolere Basslinie. Also ich kann es euch vielleicht vorspielen. Okay, das ist jetzt der Teil, wo Elvis singt. Since my baby left me, I found a new place to dwell down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Aufs A, also vom E aufs A. Spielen sie sehr ähnlich. Der Bob Moore spielt halt tiefer. Und dann spielt der Bob Moore ganz einfache Boogie-Linie. Es ist so ein Klassiker. Grundton, Terz, die Quinte, 6, kleine 7 und wieder zurück. Also. Und der Bill Black spielt es einmal höher und er spielt Grundton,
dann 6, dann 5 und wieder 6, dann wieder Grundton auf der Oktav, Grundton tief, dann auf die Quinte und wieder zurück auf den Grundton. Ich weiß, das ist komplett nerdig jetzt, aber für Bassspieler ganz interessant, weil so darf ein Jazzspieler, ein Jazz-Bassist spielen. So. Und ja, ich wollte noch aufzeigen, auch der Bill Black kann versierte Linien spielen. Also ich will jetzt in Bob Moore überhaupt nicht schlecht reden. Bob Moore ist ein Gigant im Bassspiel, braucht man überhaupt nicht reden. Er ist ja im Nashville A-Team, das sagt ja eh schon alles. Oder er war im Nashville A-Team. Das Intro von King of the Road, es gibt ein Video auf YouTube, wo man sieht, wie er es spielt. Ja, das ist ein Wahnsinn. Aber sie haben sich gegenseitig, wie gesagt, sehr geschätzt. Der Bill Black hat den Bob Moore geschätzt und umdrehend. Und der Bob Moore hat über den Bill Black gesagt, Bill Black is a legend. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mein Fazit für dem Ganzen ist, der Bill Black war ein super Rock'n'Roll-Bassist. Ja, ich bin ein Fan. Er war ganz wichtig für den Elvis am Anfang. Er war bei der allerersten Audition dabei, wo der Elvis beim Scotty Moore daheim vorgespielt hat. Er war natürlich bei der ersten Aufnahme dabei, That's Alright. Ganz wichtig war er für die zweite Aufnahme, Blue Moon of Kentucky, dass sie das so schnell spielen, das war eigentlich der Verdienst von Bill Black. Er war ein Stimmungsmacher, das muss man sagen. Auf der Bühne, wenn er Elvis nicht so gut angekommen ist, dann hat der Dschungelkönig, hat es eh gesagt, mit seinem robusten Charme das Publikum auf ihre Seite braucht. Aber nicht nur bei konservativen Publikum. Man muss sich jetzt nur mal die erste Aufnahme oder den ersten Auftritt bei der Milton Berle Show auf dem Schiff anschauen. Da spielen sie Blue Suede Shoes und das Publikum ist recht verhalten. Bis dann am Ende beim letzten Refrain der Bill Black sich auf seinen Bass drauf sitzt und auf den Bass draufklopft mit beide Händen, dann kommt das Publikum richtig in Fahrt. Und der Elvis Manager, der Colonel Barker, hat das dann gleich abgewürgt. Der hat danach den Bill Black mal zusammengeschissen und dass er da die Aufmerksamkeit von My Boy ablenkt und nachher hat er das einfach nicht mehr tun dürfen. Also mein Fazit ist, Bill Black ist ein super Bassist und gerade am Anfang der Slap-Sound von ihm ist einfach ein Wahnsinn. Und vielleicht mache ich nochmal ein Video, wo das herkommt, dass manche vor allem Journalisten, nie Bassisten, sagen, Bill Black ist ein mittelmäßiger oder ein schlechter Bassist. Die haben irgendwann einmal ein Zitat aufgegriffen, vielleicht das vom Sam Phillips, der Bill Black is the worst bass player und so weiter. Ich weiß nicht, warum der Sam Phillips sowas sagt. Ja, vielleicht mache ich nochmal ein Video über das, wo das herkommt und warum manche meinen, Bill Black sei ein schlechter oder mittelmäßiger Bassist. Aber für heute ist schon mal genug. Danke fürs Zuschauen und eben zum Dschungelkönig oder zum Kartoffelpuffer möchte ich sagen, sein Kanal ist wirklich top. Ich freue mich jedes Mal auf ein neues Video. Bitte nicht besser sein, dass ich jetzt da so eigentlich gegen ihn argumentiert habe. Es gibt natürlich viel Konsens, den ich habe mit ihm. Eben, es ist ein super Kanal. Ich wollte jetzt so kein Bashing betreiben, überhaupt nicht. Ich wollte halt argumentieren, wollte meine Meinung dazu sagen. Und ja, das war's für heute. Macht es alle gut und danke fürs Zuschauen.